Nee. Scheiße. Hallo, mein Name ist Patrick und ihr wollt wissen, ob ich es geschafft habe, meinen Esszimmertisch in Fischgrätenoptik zu upcyclen? Dann bleibt dran, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist das mein alter Esszimmertisch. Er war jetzt nicht hässlich, aber er war schon ganz schön verkratzt und ramponiert. Und das Furnier hat sich auch an manchen Stellen gelöst und es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Ihr kennt das auch bestimmt. Mein Freund hat bei sich neuen Parkett verlegen lassen und die Bodenleger hatten recht viel Verschnitt und schon zum Entsorgen gestapelt. Das fand ich viel zu schade und mir kam die Idee, das Eichenfurnier zu trennen und wieder zu verwerten. Also ging alles in mein Auto und ab zu mir in den Keller. Hier könnt ihr schön sehen, wie das Parkett aus 5 mm Eichenfurnier und einem Unterboden aus Fichte besteht. Das ermöglicht ihn eigentlich zu verlegen. Diese Schicht will ich trennen, weil ich meinen Tisch nicht noch um weitere 2 cm erhöhen wollte. Also war der erste Schritt, erstmal alle Stücke zu teilen und in die richtige Breite zu sägen. Nach der Breite kam auch die Länge und die war bei 72 cm, damit ich am wenigsten Verschnitt habe beim späteren Verlegen. Dann kam es zum Trennen von Eichenfurnier und Fichtenerhöhung. Ihr habt gesehen, wie breit das Ganze war. Und das war das mühsamste an der ganzen Sache und auch das längste an allem. Ich hatte 40 Holzstücke zu trennen und habe für die Hälfte 2 Tage gebraucht. Meine Tischkreissäge war leider nicht die ideale Lösung dafür. Es entstand eigentlich viel Staub und Unebenheiten, um das Furnier zu trennen. Dadurch entstand eine unebene Holzdicke und ich meinte, diese lässt sich schleifen. Tut das nicht, das hat mein Bauch schon gesagt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Um die Dicke der Hölzer gleich zu bekommen, habe ich in meinen elektrischen Hobel investiert. In der Hoffnung, ich kann durch das manuelle Abhobeln von 1 bis 2 mm alle Hölzer auf die gleiche Dicke bekommen. Hier könnt ihr sehen, waren viele Unebenheiten, die beim Verlegen eine große Rolle spielen und mit dem elektrischen Hobel wollte ich die eigentlich beseitigen. Man kann hier den Hobel einstellen von 0,5 bis 2 mm und mein Fehler war, ich hatte jedes Holzstück mit verschiedenen Höhen gehobelt. Ja, und dachte, das wird schon passen. Und nach 5 Mal Hobeln ging die Maschine auch kaputt und beim ersten Testlegen kam auch gleich die Rechnung der verschiedenen Höhenunterschiede. Nee. Scheiße. So, das kommt davon, da manche so geschnitten sind und nicht, das so nicht gehobelt ist. Klappt wohl nicht so, ne? Und dann wurde es mir zu blöd und ich habe Hilfe bei meiner Schreinerei gesucht. Übrigens gehalten von einer Schreinereimeisterin, mega cool. Sie konnte mit ihren professionellen Maschinen alles auf dieselbe Höhe schleifen und alle Stücke waren gleich dick. Ein Segen und vor allem eine Erleichterung. Dann noch kurz die Seiten schleifen und das Holz war endlich ready. Dann ging es ans Auslegen und Ausrichten, das sogenannte Dry Fitting, so nenne ich das jetzt mal, bevor dem Kleben. Um die perfekte Fischgrätenmitte hinzubekommen, nimmt ihr einen Laser, damit sieht man am besten, ob alle Eckkanten mittig sind und ihr könnt das Ganze noch vor dem Verkleben verschieben und zentrieren. Zum Kleben habe ich einen speziellen Parkettholzkleber verwendet, der eine sehr starke Klebekraft besitzt und sich auch gut verarbeiten ließ. Dann hieß es nur noch Kleber auftragen mit einer Rolle, einmal auf die Holzstücke und einmal auf den Tisch, andrücken, Überschüsse gleich entfernen und beschweren. Ich hatte Bücher und Zeitschriften, das hat wunderbar funktioniert.
Nachdem mir die Bücher und Zeitschriften ausgingen, habe ich alles, was ich irgendwie finden konnte, zum Beschweren verwendet. Unter anderem auch mein Küchenservice. Am nächsten Tag ging es erstmal ans Aufräumen und Checken, in der Hoffnung, dass alles festklebt und sich auch nicht löst. Dem war nicht so und ich konnte mich dem Thema Fugen widmen. Diese Holzfugen sind alle kein Problem, denn dafür gibt es speziell für jede Holzart die geeignete Holzpaste. Ihr feuchtet das Holz ein wenig an und streicht die Paste mit einem Spachtel oder mit einem Pinsel in die Fugen. Schaut, dass es nicht ganz zu nass ist und füllt jede Fuge. 5 Minuten nun trocknen lassen und den Überhang mit einem feuchten Lappen wegwischen. Das Ganze wiederholt ihr auch noch an den Seitenfugen. Das dient dazu, dass sich später kein Dreck bildet und ihr den Tisch ohne Problem abwischen könnt. Wieder anfeuchten, spachteln, 5 Minuten trocknen lassen und den Überhang abwischen. Nun ging es an das Trennen der Holzüberhänge. Dazu habe ich eine Stichsäge benutzt. Da empfehle ich euch ein sehr feines Sägeblatt zu benutzen, damit es euch das Furnier nicht kaputt reißt. Das war bei mir leider an einigen Stellen der Fall. Damit ich besser gerade säge, habe ich mir eine Linie gezogen anstatt der Leiste. Die hat mich eigentlich nur gestört. Aber das kann jeder selbst entscheiden, wie es gerade für euch passt. Da habe ich die Stichsäge und das Holz etwas malträtiert, weil ich unbedingt fertig werden wollte, also take your time. Um die Holzkanten bündig und sauber zu bekommen, habe ich eine Oberfräse benutzt mit einer Bündigfräse mit Kugellager. Die ermöglicht es, oben gleich zu fräsen wie der untere Teil. Das ist das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe und war mega glücklich, dass es so gut geklappt hat. Ihr könnt hier auch sehr schön sehen, wie die Fräse alles super schön bündig mit dem Tisch gefräst hat. Damit ihr auch alles gut nachmachen könnt, verlinke ich euch auch gerne alle Geräte, die ich benutzt habe, in der Infobox. Ja, damit auch noch alles eben und glatt ist, habe ich den Tisch dann erst mit 120er und dann mit 220er Schleifpapier geschliffen. Den Tisch von Staub reinigen und mit einem transparenten Holzöl versiegeln. Ich hatte noch eins von Ikea von meiner Küche, das konnte ich hervorragend dafür benutzen. Dazu nehmt ihr ein altes Baumwolltuch und reibt das Öl ein, lässt es 20 Minuten trocknen und reibt es mit einem fusselfreien Tuch trocken. Ich würde euch empfehlen, ein zweites Mal drüber zu gehen, damit ihr einen guten Schutz gegen Wasser habt. Was kann schöner sein? Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, Patrick, was ist mit den Seiten? Die kommen jetzt dran und zwar habe ich die auch bei meiner Schreinerei bestellt. 4 Eichenfurniere in einer Dicke von 1 mm. 2 musste ich etwas bügeln, damit sie nicht wellig sind. Hat gut geklappt und dann konnte ich sie als erstes mit Tesa fixieren und dann bekleben. Für den Kleber habe ich denselben Holzleim benutzt wie vorher auch, mit der Rolle gleichmäßig verteilen und mit Klemmen oder Malerkrepp Panzerband befestigen. Ich hatte leider keine Klemmen, somit hat es das Tape auch getan. Und das wiederholt ihr auf allen Seiten gleich. Kleiner Tipp, ihr beginnt mit den kurzen Teilen zuerst, berechnet sie 1 mm länger und klebt dann die Seitenteile zuletzt. Somit habt ihr einen schönen Übergang und die perfekte Eckkante. Was auch hier nicht fehlen darf, ist die Holzpaste, die auch als Fuge um den Tisch herum dient, damit ihr ein schönes Kantenfinish bekommt. Das habe ich leider nicht gefilmt, funktioniert aber genauso, wie ich es schon gezeigt habe. Und als letzter Step die Seiten schleifen, erst mit 180 und dann 220, damit alles schön glatt und weich ist. Und damit alles geschützt und dieselbe Farbe hat, mit einem selben Öl wie zuvor einarbeiten, trocknen lassen und Überreste mit einem Tuch trocken reiben. Als Abschluss habe ich die Tischbeine schwarz lackiert und meine 2 Hängeleuchten auch. Und als Akzent auch noch etwas Gold.
Aus meinem Secondhand-Shop hatte ich noch eine Vase, die ich mit der Backpulver- und Acrylfarbentechnik gestrichen habe. Das gibt noch etwas Struktur und Wärme. Funktioniert mit Glas und Keramik, also mega einfach. Und ein wenig Kunst für die Wände durfte natürlich auch nicht fehlen. And that's it. Hat euch das Video bis hierher gefallen? Dann gebt mir einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und wenn euch solche Upcycling-Makeover gefallen, dann abonniert euch hier unten und ihr werdet auch immer informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und viel Spaß bei dem Ergebnis. Wenn euch solche Videos gefallen, kann ich euch mein letztes Video empfehlen. Blende ich euch hier ein von einem sehr schönen Sideboard, das ich renoviert habe und echt mega geworden ist. So, ich bedanke mich, dass ihr bis hierher zugeschaut habt und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Patrick. Ciao.